Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und meinem Deckprofil für das Zombie-Deck jetzt im neuen Format nach dem Banlist-Update. Das Format an sich ist noch nicht ganz fix, man weiß noch nicht, welche Decks wie häufig gespielt werden. Deshalb werde ich in ein paar Stellen noch ein paar eventuelle Änderungsvorschläge integrieren, aber so an sich das Deck ist schon durchaus gut getestet gegen so Decks, die man als Meta-Kandidaten oder häufig gespielte Decks eben erwarten würde. Und es ist dadurch, dass jetzt durch die Banlist die Top-Decks alle etwas geschwächt worden sind, rückt das Zombie-Deck ein bisschen nach. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt mit neuen Karten, die rauskommen. Aber jetzt will ich nicht weiter um den heißen Brei reden. Kommen wir direkt zum Deck und dabei wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, das Deck will First gehen und möchte am First Turn den Untergangskönig Baladroch auf dem Feld haben, zusammen mit der Zombie-Welt und vielleicht noch zusätzliche Backup-Plays. Das heißt, wir spielen unser Bossmonster als Win-Condition zweimal. Das Ding ist, eigentlich möchte man ihn nicht wirklich auf der Hand haben. Das heißt, man würde ihn eigentlich auch gern einmal spielen, weil er ohnehin Hard Ones per Turn ist und man ihn super schnell aus dem Deck rausbekommt. Das Problem ist nur, wenn der eine dann verbannt wird mit vom Grab gerufen oder anderen Karten, dann sieht es nicht so schön aus und dann eventuell im dritten oder vierten Zug, wenn man dann finishen will, den zweiten noch im Deck zu haben, der auch noch aufs Feld kommt, macht die Sache dann doch einfacher. Von daher finde ich es eigentlich ganz sinnvoll, zwei davon zu spielen. Dreimal Necrowelt Banshee, die uns eben unsere Zombie-Welt aus dem Deck holt als Quick-Effekt und auf dem Feld schützt sie die auch noch. Das ist eine Karte, die wollen wir eigentlich immer auf der Starthand sehen, deshalb auch dreimal. Eine Karte, die allein wenig macht, aber unsere Plays doch extenden kann, insbesondere wenn man andere Free-Offs auf der Starthand hat. Freut man sich, wenn man die im Deck hat, deshalb ist es eine gute One-Off. Man kann sie eventuell zweimal spielen, brickt meiner Meinung nach aber zu oft. Ich finde die auf 1 derzeit eigentlich ziemlich solide. Ich habe ja dazu auch schon mal ein Video gemacht, was die Ratios angeht und wie man da ein bisschen schlauer wird. Da war es auch eine Beispielkarte draus. Schaut es gerne an, falls ihr es noch nicht getan habt. Dreimal dann Mezuki, eine Karte, die ich immer mal wieder auch auf 2 gespielt habe. Wir haben jetzt allerdings eine neue Extra-Deck-Karte, die die Karte nicht mehr so nicht unbedingt eine tote Handkarte macht. Von daher ist es doch schön, die dreimal zu haben, weil die uns im Grind-Game eigentlich ermöglicht, ziemlich viel Schabernack zu machen und das ist einfach ultra frech mit Zombie-Welt, jedes beliebige Monster zu recyceln. Von daher auf jeden Fall eine gute Karte und meiner Meinung nach auf 3 derzeit ganz solide. Dann dreimal Solitaire, um uns den Unizombie rauszuspecialen oder gegebenenfalls auch die Blüte. Zum Unizombie muss ich, denke ich, nicht viel sagen. Das ist eigentlich die wichtigste Karte im ganzen Deck. Sie discardet, sie legt vom Deck in den Friedhof. Das sind eigentlich die Haupteffekte, die man für das ganze Deck braucht. Die allein ist so der Motor von dem ganzen Deck und mit ihm kriegt man ihn halt schneller raus. Blüte ist auch so eine Karte, die ist ganz okay, wenn man sie zieht. Das ist jetzt nicht schlimm. Und man wird auch den Effekt vielleicht gern zweimal resolven können, deshalb ist er auch zweimal im Deck. Aber man hat super schnell Zugang zu ihr, das heißt, man braucht sie jetzt nicht unbedingt dreimal spielen. Könnte man aber natürlich machen. Einmal wäre mir definitiv zu wenig. Ich denke, 2 ist so ein ganz guter Kompromiss derzeit. Dann die letzte Monsterkarte ist eine Handtrap, nämlich die Aschenblüte. Es ist vor allem eine Zombie-Karte, die auch den Baladroch triggert. Das heißt, wenn wir Zombie-Welt gerade nicht draußen haben, weil der Gegner sie beispielsweise geschossen hat und Baladroch ist aber noch auf dem Feld,
und wir negieren mit der Ash vom Gegner irgendwas, zum Beispiel ein Search von Enormous Sum von einem Monster, können wir den Balladroch immer noch ankitten und von ihm was banishen. Ja, es ist halt eine generische, gute Handtrap, die im Main Deck eigentlich ganz gut aufgehoben ist. Gegen Pendel eigentlich nutzlos, aber gegen viele andere Decks ziemlich gut. Also eigentlich noch so generisch, dass man sie auf jeden Fall getrost erstmal im Main Deck spielen kann. Kommen wir dann zu den Zauberkarten, die ja, eine der mitwichtigsten Karten im ganzen Deck ist Zombie-Welt. Die wollen wir natürlich häufig sehen und gerne auch aus dem Deck mehrmals holen können, falls der Gegner sie uns schießt. Gerade gegen True Drago ist es halt zum Beispiel eine essentielle Karte. Gegen viele andere Decks stört sie auch schon. Also Großsalamander haben Schwierigkeiten zu spielen, wenn die liegt, weil die nicht in Veilings gehen können. Donnerdrachen können überhaupt nicht spielen. Die Guard Dragon Engine funktioniert nicht, weil es sind keine Drachenmonster mehr. Also man merkt schon, gegen viele Decks macht die ziemlich viel Schabernack. Aber der Hauptgrund, warum wir sie auf dem Feld haben wollen, ist, weil wir eben sonst den Balladroch nicht gut nutzen können. Deshalb ist es eine super wichtige Karte. Man könnte noch Landform dazu spielen als One-Off. Ich habe mich derzeit dagegen entschieden, weil man eigentlich mit 3 Banshee, 3 Zombie-Welt und den ganzen Müllkarten, die uns die Banshee reinlegen können, genug Zombie-Welt-Möglichkeiten hat. Das Landform ist so ein bisschen, ja, ist nicht wirklich notwendig, aber es schadet auch nicht. Also es ist so 50-50. Ich habe es jetzt beim Testen nicht vermisst. Ich hatte es eine Zeit lang drin und habe irgendwie keinen Unterschied gemerkt zwischen, ja, ob ich es jetzt häufiger sehe mit Landform oder nicht. Dann mildt man halt andere Karten oder hat dafür andere Extender auf der Hand, wenn man die nicht hat. Also es schenkt sich gar nichts. Macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Unterschied. Das ist absolute Geschmackssache. 3-mal Instant-Fusion hilft uns Boards zu outen, hilft uns um Handtraps rumzuspielen, hilft uns Hände zu entbricken. Ja, ist einfach eine super Extender-Karte, die dem Deck sehr gut tut. Würde ich auf jeden Fall 3-mal auch empfehlen. Dann Powerkarten à la Kartenzerstörung ist in dem Deck unglaublich gut. Und natürlich Foolish ist selbsterklärend, muss ich, denke ich, auch nichts viel zu sagen. Jetzt nach der Banlist neu auf 3. Ich frage mich, ob das lang so bleibt, aber ich glaube, sie ist derzeit nicht unfair. Warten wir mal ab, wann Shadow wieder Support bekommt und wie die Sache dann aussieht. Aber auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Vor allem in dem Deck mit Zombie-Welt gibt es ein super praktisches Target im Extra-Deck. Und man muss nicht verschiedene Targets gegen verschiedene Matchups spielen, weil man mit Zombie-Welt einfach immer die Karte resolven kann. Und deshalb outet sie unglaublich viel. Allein schon die Tatsache, dass wir sie spielen und der Gegner eventuell mit ihr rechnet, sorgt dafür, dass er schon verhindern muss, dass Zombie-Welt überhaupt das Spielfeld betritt. Weil er sonst Gefahr geht, sein ganzes Feld mehr oder weniger zu verlieren. Ja, und der Discard tut im Zombie-Deck auch nicht weh, im Gegenteil, ist oft sogar noch sehr nützlich. Also gerade wenn irgendeine Field-Spell liegt und man macht das noch in der Standby-Phase, wenn man zieht, wirft den Balladroch ab und der specialt sich danach auch noch. Ja, kann das schon mal sehr nett sein. Auf jeden Fall richtig schön. Und noch mehr Handtrap Hate sozusagen vom Grab gerufen. Kann auch mal gut sein, wenn man Second geht, um Sachen umspielen muss, zum Beispiel das Heretic Seal. Liegt ja auch gern oft auf dem Feld, zusammen mit dem Abyss so. Ja, und wenn man dann irgendwas rausbaitet und der Bounce von dem Seal kommt, kann man den mit vom Grab gerufen einfach negieren, wenn er das Seal selber weglegt. Von daher gegen den Gyuzu auch ziemlich gut, wenn man Second geht. Oder nimmt die Ray von Sky Striker aus dem Friedhof etc. Also super nützliche Karte, nicht nur um Handtraps aufzuhalten, sondern auch um ja, noch mehr Optionen zu haben, die den Gegner auch wirklich stören. Ja, kommen wir dann zu den Fallenkarten. Da ist natürlich Rivalität der Kriegsherren. Hab's ja schon in vielen Videos erwähnt. Wenn Zombie-Welt liegt und Rivalität, bedeutet das, der Gegner kann nichts mehr beschwören, sobald er ein Monster kontrolliert. Es sei denn, er spielt ein Zombie-Deck, aber das ist eher unwahrscheinlich derzeit. Und ja, die Karte allein mit Zombie-Welt sorgt halt eigentlich, dass man direkt gewinnt, wenn der Gegner es nicht schießen kann.
ja, es ist keine wirklich faire Interaktion, aber es ist eine sehr nützliche Interaktion für dieses Deck zumindest. Und da ein Deck immer ein bisschen unfair sein muss, um gegen Meta-Decks zu bestehen, das ist einer der unfairen Parts in dem Deck. Ja, aber macht Spaß. Zumindest uns. Dann sind im Prinzip 3 Plätze von dem Deck frei, sage ich jetzt mal, für Tech Choices, eventuell gegen ein sich änderndes Format. Ich spiele derzeit im Main Deck Dunkles Opfer. Das ist eine recht neue Karte, das kennt vielleicht nicht jeder, deshalb sage ich kurz, was sie macht. Man kann die Karte aktivieren, wenn der Gegner einen Effekt oder eine Karte aktiviert, die ein oder mehr Karten auf dem Spielfeld zerstören würden. Und dann kann man die aktivieren und den Effekt der Karte eben negieren, also annullieren. Und dann kann man ein Finsternismonster der Stufe 3 oder niedriger aus dem Deck auf den Friedhof legen. Wir haben genau 2 Targets im Deck. Also es ist einmal der Unizombie, falls man ihn braucht, und man hat einen Mezuki, den man an den Friedhof kriegt und kann dann nächste Runde mit ihm Schabernack treiben. Aber häufiger will man sich die Blüte reinlegen, die dann noch einen zweiten Baladroch aus dem Deck specialt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal recht situativ. Und ich dachte mir, ja, ich teste die auf jeden Fall, weil ich habe mir das schon gleich gedacht, dass es sehr interessant sein könnte, als ich die gesehen habe. Und beim Testen habe ich gemerkt, das ist gar nicht so situativ, wie man vielleicht denkt auf den ersten Blick. Der Punkt ist nämlich, wir brauchen Zombie-Welt, um gut spielen zu können. Und der Gegner wird immer versuchen, Zombie-Welt zu schießen, wenn er unsere Strategie durchschaut. Wenn er unsere Strategie nicht durchschaut, ist es eh egal, was wir spielen, weil dann muss es schon saumäßig blöd laufen, dass wir das Duell verlieren. Aber wenn er weiß, wie man gegen Zombies spielt, wird er immer versuchen, Zombie-Welt zu schießen. Jetzt, die Frage ist immer, wie viel Main-Deck Spell-Trap Removal wird gespielt. Ich glaube, dass derzeit auf jeden Fall im Main-Deck immer irgendwie Spell-Trap Removal zu finden ist, weil Mystic Mind eben immer noch eine Karte ist, die gespielt wird. Man kann gegen alles Mögliche treffen mit seinem Main-Deck. Deshalb glaube ich, dass fast jedes Main-Deck Spell-Trap Removal spielt. Das heißt, auch Formseiten ist die Karte auf jeden Fall gut. Aber selbst wenn der Gegner kein Zwillingstwister oder ähnliches spielt, er wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr schnell versuchen, in Phoenix zu gehen, um den Negate von Baladroch rauszubaiten, oder wenn er es nicht baitet, dann eben die Zombie-Welt zu schießen, um dann normal spielen zu können, um nicht mehr von Baladroch betroffen zu sein. Das erste Play, was die meisten Spieler immer machen, völlig berechtigterweise, ist die Zombie-Welt zu schießen, indem sie in Phoenix bauen. Ja, und die Karte sagt einfach nein, und zwar auf eine ganz fiese Art und Weise, weil der Gegner in das Monster committet und er committet auch in den Effekt. Das heißt, er hat den Discard und wir kriegen danach noch eben den Mill, den wir auch nutzen können, und er hat eben das Monster schon raus. Oder den Effekt, den er nutzen wollte zum Schießen. Und das macht die Karte gerade unglaublich gut. Also wenn ihr Zombies spielt, testet die auf jeden Fall aus. Beim Testen, egal ob online oder auf Locals, diese Karte sehr, sehr empfehlenswert. Und vor allem, was auch passiert, gerade wenn man dann an Seiten geht, wenn der Gegner die im ersten Duell gesehen hat, wird er vorsichtiger sein und nicht blind mehr alles schießen wollen, oder er wird versuchen, anders irgendwie euer Zeug loszuwerden. Das heißt, der Gegner wird anders spielen und nicht mehr die optimalen Plays machen, selbst wenn ihr die Karte gar nicht habt. Wenn da eine gesetzte Karte liegt, wird er eventuell diese Karte umspielen und das ändert die komplette Situation zu eurem Vorteil. Unterschätzt das nicht. Gerade gegen gute Spieler ist die Karte richtig empfehlenswert. Aber ist natürlich eventuell auch eine Frage, wie sich das Meta ändert. Deshalb möchte ich noch ein paar Karten erwähnen, die man statt diesen 3 dunklen Opfer eben auch spielen könnte. Natürlich für Karten wie Feierliches Urteil, die in den meisten Fällen auch diese Zerstörung von der Zombie-Welt verhindern. Allerdings zu einer höheren Life-Points kosten, was gerade mit der neuen Time-Regelung eventuell sehr, sehr blöd laufen kann. Und ohne den Mill-Effekt natürlich. Ernste Predigt kann auch sehr gut kommen. Ist manchmal ein bisschen teurer als Feierliches Urteil, manchmal billiger, je nachdem, wie viele Lebenspunkte wir gerade haben. Aber an sich auch nicht zu unterschätzen, gerade was die Time-Regelung angeht.
Und man hat ja nicht so viel Setkarten in der Regel, deshalb kann man Ernst die Predigt oft, ja, könnte man sie oft resolven, wenn man sie spielen würde. Das ist auf jeden Fall auch eine Karte, die man überlegen kann. Natürlich so Karten wie Unendliche Unbeständigkeit, gerade wenn wieder mehr Combo-Decks gespielt werden sollten, oder auch Shiranui-Stil Schwalbenhieb können sehr gut sein. Zwillingssister, wenn mehr Backrow gespielt wird, oder falls Pendel doch häufiger gespielt wird, Ogre, weil Pendel gegen Ogre eigentlich nicht mehr viel macht. Wie gesagt, das sind so Anpassungen, die man machen kann, je nachdem wie sich das Meta entwickelt. Ich finde derzeit Dunkles Opfer aber eine echt starke Karte. Falls ihr sie noch nicht auf dem Schirm habt, testet sie auf jeden Fall aus, wäre meine Empfehlung. Kommen wir dann jetzt zum Extra-Deck. Da spiele ich Targets für die Super Poli, nämlich eigentlich nur eins. Ein Haupttarget. Das braucht 2 Zombie-Monster, ist ein 3000er Beatstick. Er kann Monster nicht im Kampf zerstören, beschwört sich aber in Tokens und reduziert die ATK von dem Monster. Also kommt eigentlich aufs Gleiche raus, aber ja, muss man halt wissen, was der Effekt ist und wie man den gut einsetzt. Möchte jetzt nicht viel zu abhandeln, aber es ist halt ein solides Target, das eben 2 Zombie-Monster vom Feld wegnehmen kann mit der Superpolymerisation. Von daher braucht man auch nicht mehr. Wir spielen jetzt 3 Superpolis, aber nur ein Target dafür. Ich habe ganz ehrlich noch nie eine zweite Superpoly resolved, weil schlichtweg, wenn ihr eine resolved, der Gegner danach den Zug nicht mehr lebt im Normalfall bei 3000 ATK und er hat wenig Monster und ihr habt noch den 2800er, könnt noch in einen Synchro gehen, das reicht in der Regel immer für Game. Und selbst wenn es nicht reicht, habt ihr dem Gegner so viele Ressourcen genommen oder ihr hindert ihm in seinem Spielzug so unglaublich fies, dass ihr keine zweite resolven müsst. Das wird nicht passieren. Ja, von daher reicht auch einer völlig. Wenn ihr Superpoly zweimal auf der Hand habt, könnt ihr die eine Kopie für die andere auch abwerfen. Also selbst in der Situation, ja, also ich vergleiche es ein bisschen mit Brillanter Fusion, als die noch auf 3 war, ist auch keiner auf die Idee gekommen, jetzt 2 Seraphimid im Extra-Deck zu spielen. In der Theorie könnte man es mehrmals resolven, wenn man mehrere Garnets spielt etc., aber das macht man halt nicht, das braucht man nicht. Der Platz im Extra-Deck wäre es mir jetzt nicht wert, da mehrere Kopien von spielen. Wir spielen allerdings noch so ein Pseudo-Target, das man auch gegen viele Decks häufig machen kann, gerade wenn man Boards out of Second geht, die Zombie-Welt nicht klickt. Das ist nämlich der Schlammdrache des Sumpfes, den hatte ich ja auch schon in häufigen Deck-Profiles erwähnt. Und er braucht halt 2 Monster mit derselben Eigenschaft, aber verschiedenen Typen. Also zum Beispiel Hexer-Finsternis, Drache-Finsternis gegen Pendel. Es gibt viele Spielsituationen, wo der eben auch kommt, wenn man einen Zombie-Normal der Finsternis ist und der Gegner irgendein anderes Finsternis-Monster hat, kann man das auch nutzen. Ist vor allem wegen der Instant-Fusion natürlich drin, die Karte, aber man kann sie eben auch mit Superpoly spielen, das heißt, sie erfüllt noch so eine zusätzliche Option. Man kann natürlich auch noch mehr Targets gegen verschiedene Decks reinpacken, jetzt gerade zum Beispiel was wie der Hungergift Fusionsdrache, kann man spielen, wenn man weiß, wie das Meta ist. Man kann sie auch ins Side-Deck packen, aber jetzt allgemein für den Anfang des Formats sind das eben die Targets, die ich spiele. Ja, 1000-äugiges Opfer und Millennium-äugiges Opfer für die Instant-Fusion. Ja, outet Boards, wenn man Second geht, und er kann auch Boards outen, wenn man Second geht, weil der Gegner dann effektiv seine Monster Negates nicht mehr wirklich nutzen kann, die er hat. Ja, oder er schützt uns schon mal präventiv vor einer Handtrap, was durchaus wichtig ist in dem Deck. Dann bei den Synchros spiele ich 2 Achter, nämlich einmal den Shogun und einmal den Omega. Denke ich, muss ich nicht viel zu sagen. Er kann super gut finishen, rennt über alles drüber. Und Omega ist halt super fürs Ressourcenmanagement. Es ist auch ein Quick-Effekt, der den Ballatroch triggern kann im gegnerischen Spielzug. Der Gegner normalt ein Monster, ihr macht Omega, nehmt dem Gegner eine Handkarte weg und banisht mit Ballatroch seine Normal Sum. Das ist für die meisten Decks auch schon genug. Und dann spielen noch 7er Synchros, nämlich einmal den Necro-Drache und einmal die Knappensage. Es ist wichtig, dass ihr von jeder Synchro-Stufe einen Zombie auf jeden Fall habt. Wegen Rivalität etc. Und die Karte ist ein generischer Schuss auf alles Mögliche und das ist halt eine Karte, die
sehr schnell sehr viel ATK bekommt, ohne dass man den Unizombie-Effekt aktivieren muss, um eventuelle Interaktion vom Gegner zu umspielen. Kann man halt direkt eine 7er Synchro machen und über einen großen Beatstick angreifen, wieder was vom Friedhof Special, noch mehr Damage drücken. Ist auf jeden Fall ziemlich frech. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr solide. Noch eine Alternative dazu, zu diesen beiden, wäre der Aufsteiger-Schuppendrachen. Den habe ich jetzt gerade nicht drin, hatte ich ab und zu mal drin. Er kann halt die Banshee reinlegen, zum Beispiel, etc. Ich finde, das kommt einfach zu selten vor, dass man den braucht. Deshalb ist es mir den Platz nicht wert, aber tendenziell ist es auch eine Karte, die man testen kann. Genau. Dann spiele ich noch 2 Rang 4s, weil man hat viele Level 4 Monsters, einfach Rang 4 zu bauen, gerade mit Instant Fusion etc. Einmal Nummer 60. Ist eine neue Karte auch aus der Battles of Legends Heroes Revenge. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute die Karte eigentlich auf dem Schirm haben. Für 2 Materialien, die man abhängt, hat er 3 mögliche Effekte und jeder kommt mit der Downside rüber, dass man im nächsten Spielzug eine Phase überspringt. Der erste Effekt ist, man kann die nächste Draw Phase überspringen und dann direkt 2 Karten ziehen und eine Karte abwerfen. Was unglaublich stark ist, vor allem der Discard in diesem Deck, wenn man 2 Karten zieht. Man hat einen Mezuki als Material abgehangen, discardet einen Unizombie und schon ist man in seiner Engine drin, obwohl man vielleicht nur mit Instant Fusion und Mezuki eröffnet hat, weil man in den Unizombie nachgezogen hat. Nur so als Beispiel. Also richtig stark, kann schlechte Hände sehr schnell richtig gut werden lassen. Das ist auf jeden Fall deutlich mehr wert als dann die Draw Phase im nächsten Spielzug. Man kann die nächste Battle Phase überspringen und dann ein Monster, das man derzeit kontrolliert, die doppelte ATK bekommen lassen. Oder man kann die nächste Main Phase 1 überspringen, um ein Monster vom Grave in Verteidigung zu specialen. Also 3 gute Effekte, die sehr viel Impact haben können. Ich weiß nicht, ob die Karte so lang wirklich da sein wird, weil ich glaube, die hat ziemlich viel Potenzial, ganz übel abused zu werden, wenn mal wieder ein richtig krasses Rang 4 Spam Deck im Meta ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass Zodiac den gehabt hätte, meine Güte. Ja, aber okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte, würde ich jedem empfehlen, sich zuzulegen. Die ist richtig, richtig gut. Ja, das zweite Rang 4 Monster ist derzeit der Tornado-Drache. Ist auch so ein kleiner Flexpot. Man könnte zum Beispiel je nach Format auch Karten wie Abyss-Bewohner spielen. Aber ich finde den gerade eigentlich ziemlich solide und ja. Dann bei den Link-Monstern eben Einhorn, Phönix und jetzt neu Armenschrecken Retter zu der Vampirsaugerin. Ich habe ja davor immer 2 Vampirsaugerinnen gespielt, jetzt spiele ich eben einmal den Vendred und einmal die Vampirsaugerin noch. Der neue Vendred, ich weiß nicht, ob den jeder kennt, wenn er gegen ein Monster kämpft, kann man während der Schadensberechnung einen Zombie müllen und das gegnerische Monster verliert dann ATK in Höhe der Stufe des entsprechenden Monsters mal 200 müssten es sein. Genau, mal 200. Ist eigentlich jetzt nicht so der große Deal, man nutzt es auch nicht, um über Beatsticks drüber zu rennen, sondern man nutzt es einfach, um wichtige Karten zu müllen, um in seine Engine zu kommen. Das ist manchmal eben besser als der Draw-Effekt von der Vampirsaugerin. Also wenn man die wichtigen Zombies schon hat, holt man sich in der Regel die, um den Draw mitzunehmen. Wenn man seine Zombies im Grave braucht, dann ist der Mülleffekt natürlich besser. Von daher finde ich es eigentlich ganz sinnvoll, beide zu spielen. Die Vampirsaugerin ist nicht ganz budgetfreundlich. Ja, das heißt, wenn jemand nicht unbedingt sich eine Vampirsaugerin leisten kann, man kann auch ohne Probleme 2 von dem Wenn-Schrecken Retter spielen. Ich würde halt auf jeden Fall empfehlen, dass ihr 2 Link-Monster habt, die Zombies sind, dass ihr unter Rivalität und Zombie-Welt oder nachdem ihr den Effekt der Blüte verwendet habt, halt auch noch Link-Monster beschwören könnt, weil sonst ist es ein bisschen ärgerlich. Ja, und das letzte Link-Monster ist noch das Linkoribo, damit können wir halt die Blüte weglegen, um direkt den Baladroch zu specialen, falls wir einfach nur die Blüte haben und Zombie-Welt etc. Kommt durchaus manchmal vor, gerade mit den vielen
Instant-Fusion-Targets à la Millennium-äugig oder 1000-äugiges Opfer. Kann man auch da noch einen Link rüber machen, falls man das mal bräuchte. Ja, auf jeden Fall alle nützliche Link-Monster. So, das soll es dann auch an der Stelle gewesen sein mit dem Deck-Profile. Etwas länger und ausführlicher als sonst, aber ich habe viel getestet und habe zu dem Deck eben ein bisschen mehr zu sagen als zu anderen Decks, weil das eben ja eins meiner Steckenpferde ist. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch bitte in meine anderen Videos. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Aktiviert auch gerne die Benachrichtigung. Hilft sicherlich auch, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, und schaut vielleicht auch auf dem Discord vorbei. Und bis dahin macht's gut. Euer Nice Guy.